Ciao Freunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich auf Outdoor Kitchen, meinem Kochkanal. Ja Leute, wenn mein Kochkanal länger verfolgt, der weiß ja, dass, wie man sieht, Räuchern ein großes Hobby von mir ist. Und ja, jedes Jahr im Herbst fange ich damit an und stelle euch tolle Räucherrezepte vor. Schinken selber machen, Wurst, Speck und was es so alles gibt. Ja, mir tut es irgendwie immer leid, wenn ich in den Kommentaren lese, sehr leckerer Schinken, würde ich sehr gerne nachmachen, aber ich habe keinen Räucherofen oder nicht die Möglichkeit, Fleisch zu räuchern. Leute, das ist gar kein Problem, deswegen zeige ich euch heute, wie man einen luftgetrockneten Schinken macht. Lomo Buchado, das ist eine spanische Schinkenspezialität, ein sehr einsteigerfreundliches Rezept. Du brauchst keinen Räucherschrank, nur einfache Zutaten, gutes Fleisch, das ist wichtig und das kann wirklich jeder nachmachen. Ja, und wie du Lomo Buchado selber machst, zeige ich dir jetzt. Also bleib dran. Kommen wir nun zu den Zutaten. Für den spanischen Schinken brauchen wir Fleisch. Ich habe hier 1 Kilo zarten Schweinelachs. Und das werde ich erstmal einsalzen. Dazu habe ich hier 400 Gramm grobes Salz und 200 Gramm Zucker. Ich vermische das miteinander. Und gebe ungefähr die Hälfte davon in eine Plastikbox, so dass der Boden damit bedeckt ist. Dazu eine Zitrone und 2 frische Rosmarinzweige. Und jetzt gebe ich noch die geriebene Zitronenschale mit hinein, was für mehr Aroma sorgt und dem Schinken auch eine leicht fruchtige Note verpasst. Jetzt lege ich das Fleisch hinein und schütte die restliche Zucker-Salz-Mischung darüber, so dass alle Stellen bedeckt sind. Und zum Schluss gieße ich noch den Zitronensaft darüber. Das Ganze wird jetzt luftdicht verschlossen und für 18 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Das Fleisch wurde nun 18 Stunden eingesalzen. Das Salz hat den Osmoseprozess in Gang gesetzt. Das Fleisch wurde aromatisiert und es wurde ihm Wasser entzogen. Und wie ihr sehen könnt, ist es deutlich geschrumpft und die Konsistenz ist fester geworden. Was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen es gründlich mit kaltem Wasser abwaschen. Nun lege ich das gewaschene Fleisch auf Küchenpapier, wickel das ein und lasse das 10 Minuten stehen, damit es etwas antrocknet. In der Zwischenzeit bereiten wir die Gewürzmischung vor. Ich habe hier jeweils 1 Esslöffel Knoblauchpulver, Paprikapulver, Edelsüß und Oregano sowie 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer, frisch gemörsert, Thymian, scharfes Paprikapulver und 1 Teelöffel Salbei. Ja, mit den Gewürzen, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, das ist ja gerade das Tolle am Schinken selber machen. Du selber entscheidest, wie der Schinken schmeckt. Und kann jeder machen, wie er will. Ihr könnt auch andere Gewürze verwenden oder sie sogar ganz weglassen. Dann schmeckt der Schinken nach Zitrone und Rosmarin. Und ja, spanischer Schinken ist aber sehr würzig, so wie dieser hier. Und ja, das ist meine Gewürzkomposition. Aber wie gesagt, kann jeder machen, so wie es ihm beliebt. Und darin würzen wir jetzt das Fleisch.
Jetzt verteile ich noch die restlichen Gewürze auf dem Fleisch. Nachdem ihr den Schinken gut eingewickelt habt, nachdem ihr das Fleisch umwickelt habt, schnürt ihr es gut fest oder zieht ein Fleischernetz darüber. Dann massiert ihr es noch etwas durch, rollt es ein bisschen, damit die Gewürze gut einziehen, damit das Ganze haftet. Und etwas in Form gebracht wird. Und nun, hänge ich ihn zu meiner Sammlung. Ja, ich lasse diesen tollen Schinken jetzt hier draußen hängen, der wird luftgetrocknet, damit er weiter reifen kann. Und ja, wie lange? Ich denke mal, wir haben momentan optimale Wetterbedingungen, es sind so 13 Grad, eine hohe Luftfeuchte. Ich denke mal, 3 Wochen sollten reichen. Alternativ dazu könnt ihr den Schinken auch im Kühlschrank reifen lassen, aber wirklich nur, wenn keine andere Möglichkeit besteht. Stellt ihn ins Gemüsefach, stellt bitte nichts anderes hinein, außer den Schinken. Nicht direkt auf den Boden, sondern stellt einen Rost drunter oder 2 Holzstäbchen und ein Schälchen mit Wasser wegen der Luftfeuchte. Holt den Schinken täglich raus, knetet ihn ordentlich durch, massiert ihn, wendet ihn, dann legt ihr ihn zurück und in 3 Wochen könnt ihr ihn anschneiden. 3 Wochen können so lang sein, ich kann es kaum abwarten, den zu essen. So, meine lieben Kochfreunde, 3 Wochen Reifezeit sind jetzt rum und der Schinken, der hat so eine mittelfeste Konsistenz. Wenn ihr den gerne etwas fester mögt, dann könnt ihr ihn natürlich auch länger reifen lassen. Je mehr Feuchtigkeit er verliert, desto fester wird er, desto mehr Aroma gewinnt er. Aber ich bevorzuge so einen mittelfesten Schinken und da sind 3 Wochen ideal. Und jetzt werden wir dieses herrliche Stück Fleisch entpacken, anschneiden und probieren. Oh mein Gott. Ja, Leute, schaut euch mal diese wunderschöne Farbe an mit dieser Gewürzkruste und ja, jetzt werde ich den mal anschneiden und probieren, wie er schmeckt. Ja, meine lieben Kochfreunde, ein Premium-Produkt. Ich will mich nicht selber loben, ich will auch nicht groß weiter erzählen, sonst müsste ich angeben. Ja, der Schinken hat eine leicht pikante Note, sehr würzig natürlich durch diese Kräuterkruste, eine tolle Textur und sehr angenehm im Nachgang. Kann man ruhig noch ein bisschen reifen lassen, wie gesagt, wenn ihr das ein bisschen fester mögt, ich finde das so optimal. Und kann wirklich jeder selber nachmachen. Das Rezept ist nicht schwer, du brauchst ein bisschen Geduld und dann hast du ein
erstklassigen Schinken, den du in der Form gar nicht im Laden kaufen kannst. Hier in Deutschland zumindest. Und ja, in Spanien macht man das normalerweise mit Schweinefilet. Lomo heißt ja Schweinelende, aber mit Schweinelachs funktioniert das auch sehr gut, wie ihr seht. Und jetzt fängt es an zu regnen, ich muss rein, Schinken essen. Okay Leute, probiert das aus, ich freue mich über eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Matti.